Schon zum zweiten Mal steht die Vorweihnachtszeit unter keinem guten Stern. Wie ist das Spendenverhalten in der Krise? Eher mehr. Wenn ich hier durch die Stadt gehe, sehe ich schon auch viel mehr Bedarf. Und ich habe da auch mal so den ein oder anderen Euro locker sitzen. Mein Mann, der ist ganz großzügig, muss ich sagen. Der spendet für mehrere Organisationen. Eher Sachspenden. Geizig sind die meisten Bundesbürger nicht. Im Gegenteil. Von Januar bis September dieses Jahres haben die Menschen nach Angaben des Deutschen Spendenrates rund 3,8 Milliarden Euro gespendet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das Spendenniveau damit um 14% gestiegen. Und auch die Bandbreite, wohin die Besucher der Kasseler Innenstadt ihr Geld spenden, ist groß. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, dann Greenpeace habe ich sehr viel. Hand- und Fußmaler. Ja, und dann Indianerhilfe oder wie das heißt. Ja, habe ich auch regelmäßig. Ja. Aber teilweise jetzt an Kindergarten oder sowas, ne? Ob das jetzt nun irgendwelche Sachen, die dann noch zum Basteln verwenden können. Also wo ich auch weiß, wo es dann ankommt und wofür es verwendet wird. Menschenrechte finde ich schon ein extrem wichtiges Thema, was uns alle betrifft. Und genauso finde ich unsere Umwelt und unser Klima wichtig und auch das, was die Ärzte ohne Grenzen da in den Kriegsgebieten leisten. Mehr Geld, aber nicht für alle. Im Tierheim Kassel hat sich das Spendenverhalten stark verändert. Veranstaltungen waren dieses Jahr auch eigentlich nicht möglich. Weihnachtsbasar ist wieder abgesagt. Das heißt, wir werden dieses Jahr Weihnachten deutlich weniger Einnahmen haben wie die letzten Jahre. Das Entscheidende bei den Veranstaltungen ist ja nicht nur, dass wir Spenden oder Einnahmen haben an dem Festtag oder so, dass wir auch Leute gewinnen, die ins Tierheim kommen, ohne dass sie vielleicht eine Intention haben, ein Tier zu nehmen, als Tierheim sich angucken, unsere Arbeit dann toll finden und hinterher spenden. Das fehlt natürlich auch. Gerade Leute, die vielleicht auch mal eine Erbschaft oder eine größere Spende machen, die Leute haben wir jetzt 2 Jahre lang nicht gekriegt. Die fehlen. Deutschlandweit gibt es mehr als 600.000 Vereine und 15.000 Stiftungen. Da fällt die Entscheidung nicht leicht, wem man sein Geld überlässt. Wer spenden möchte, sollte die Organisationen selbst prüfen. Das geht auch über deren Internetseite. Und da gilt es, auf Geschäftsberichte und Spendensiegel zu achten. Welche Bedenken haben Spendenfreudige derzeit? Es geht so viel Geld an die Organisationen. Es geht so wenig an die Hilfsbedürftigen. Das denke ich. Naja, ist aber nur eine Annahme. Wir können das gar nicht wissen. Ja. Also man hat das ja auch gemerkt, als jetzt die Flutkatastrophe war, die ganzen Sachspenden, ob das überhaupt alles da angekommen ist, beziehungsweise waren die ja dann noch überlaufen. Und das sind ja auch große Organisationen gewesen. Und wenn man da teilweise guckt, wie das heute da noch aussieht, weiß ich nicht, ob da alles wirklich ankommt, wo es hin soll. Also ich kriege ja auch mal Post und auch Infos so. Also ich finde schon, so weit, wie ich mich damit jetzt beschäftige, habe ich da so eine Form von Transparenz. Also nicht unbedingt, was mit den Spenden passiert, aber von der Organisation an sich. Jeder sollte vorm Spenden abwägen, ob das Geld für lokale oder internationale Spendenziele eingesetzt werden soll. Wer das Spendengeld einer regionalen Einrichtung zukommen lässt, kann den Einfluss der Spende unmittelbar vor Ort einschätzen. Mit dem Motto Suppe für die gute Sache wirbt der Verein Kasseler Kochclub. Die Leute wissen, dass wir ehrenamtlich arbeiten und dass wir das Geld komplett, was wir einnehmen, nach Abzüge von unseren Kosten spenden für soziale Zwecke und überwiegend eben für kranke Kinder und für eben Leute, die das Geld brauchen, weil eben der Staat nicht immer zu 100% dafür aufkommt für die Kosten. Wie in der Zeit vor der Pandemie haben die Mitglieder in diesem Jahr ihren Stand wieder auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut. Dort bieten sie täglich selbstgemachten Glühwein, Landbrot mit à la Wurst und samstags Kartoffelsuppe an. Wir stöhnen auch nicht und sagen, es ist weniger, sondern sind einfach glücklich, dass dieser Weihnachtsmarkt stattfindet. Regional kommt hier seit vielen Jahren gut an. Deshalb genau hinschauen, wem man in der Adventszeit Herz und Geldbeutel öffnet. Und dieses genau Hinschauen, das macht Burkhard Wilke und sein Team, die machen das von Beruf, das ganze Jahr über. Herr Wilke ist Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen und Ihr Institut vergibt das angesehene DZI-Spendensiegel, von dem ja eben schon die Rede war. Guten Abend. Guten Abend, Herr Johi. Bevor wir über dieses Siegel sprechen, wie erklären Sie sich eigentlich diese Rekordspendenbereitschaft der Deutschen im Moment? Man könnte ja auch annehmen, ach, in der Krise, da wird eher wenig gespendet.
Naja, also wir haben zum einen natürlich diesen besonderen Anlass der Hochwasserspenden gehabt für die Betroffenen im Westen Deutschlands, die das Spendenvolumen in diesem Jahr in die Höhe getrieben haben. Aber wir haben auch schon im vergangenen Jahr gesehen, dass die Corona-Pandemie die Menschen zusammenschweißt, dass da also Solidarität entsteht und hier die Spendenbereitschaft besonders groß ist. Und zum Dritten haben viele Menschen durch den erzwungenen Konsumverzicht einfach mehr Geld im Portemonnaie und geben davon offenbar auch mehr ab. Und Ihre Organisation gibt da gute Orientierung mit diesem Siegel. Die Stiftung Warentest hält ihr Siegel für das aussagekräftigste Spendensiegel in Deutschland. Was muss denn eine Organisation leisten, um dieses Siegel zu bekommen? Zunächst einmal muss sie freiwillig diesen ersten Schritt gehen, denn der Antrag ist freiwillig, nicht von uns geht die Initiative aus, sondern von den Hilfswerken. Und dann prüfen unsere wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und das jährlich, ob zum Beispiel die Organisation gut aufgestellt ist, ob eine gute Aufsichtsstruktur besteht, ob die Werbung wahrhaftig ist, ob sie angemessen sachlich ist, also nicht zu druckvoll, nicht zu sehr auf die Tränendrüse drückend. Wir achten auf die Mittelverwendung, ob die wirtschaftlich, aber auch wirksam ausgerichtet ist, auf transparente Finanzen. Ab einer gewissen Größenordnung muss ein Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss prüfen. Und schließlich haben wir Transparenzanforderungen, also ganz strenge Vorgaben, was mindestens im Jahresbericht oder auf der Website veröffentlicht werden muss, zum Beispiel die Leitungsgehälter. Und dann ist die Frage aller Fragen, wie viel von dem, was ich an einer Organisation, die ihren Siegel trägt, spende, kommt denn dann vor Ort an? Bei unseren Spendensiegelorganisationen sind es von 100 € durchschnittlich 89 €, die in den Projekten, in den Programmen ankommen. 11 € werden für Verwaltung und Werbung benötigt und davon übrigens nur anteilig rund 2 Cent für die Prüfgebühr unseres Spendensiegels. Aber auch diese 11 € für Werbung und Verwaltung sind nicht vergebens, sondern in diesem vernünftigen Umfang ist das geradezu auch eine Voraussetzung, dass eine Organisation gut funktionieren kann, dass Kontrollen aufgebaut und auch finanziert werden können und im Übrigen auch die Transparenz, etwa ein guter Jahresbericht, eine gute Website finanziert werden kann. Mein Eindruck ist aber manchmal bei den Organisationen, an die ich schon gespendet habe, die schicken mir so viel Werbung danach, das muss unheimlich teuer sein. Und Sie, glaube ich, geben ja auch diese Siegel an Organisationen, die mehr als die Prozente, die Sie gerade genannt haben, an Kosten für Werbung produzieren. Also wo ist da ein sinnvolles Maß oder wo ist da eine Grenze dann erreicht? Also der durchschnittliche Kostenanteil bei den Spendensiegelorganisationen 11%, aber die maximale Obergrenze, die haben wir deutlich höher festgesetzt, bei 30% maximal. Das mag jetzt sehr viel erscheinen, aber man muss sich deutlich machen, dass es Hilfsorganisationen gibt, die sich zum Beispiel um alte Menschen kümmern oder um Blindenarbeit oder langfristige Entwicklungszusammenarbeit. Und diese Zwecke sind schwieriger zu bewerben, in der Werbung zu kommunizieren, als zum Beispiel Tierschutz oder Kinderhilfe, wo die Gelder vergleichsweise leicht hereinkommen. Und um die Organisationen, die sich auch schwierigen Themen widmen, nicht zu benachteiligen, haben wir unter anderem die Grenze so hoch gesetzt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist aber, dass die Qualität einer Spendenorganisation nicht allein von den Verwaltungskosten abhängt, sondern man ganz klar eben auch schauen sollte, wie wird geworben. Vor zu gefühlsbetonter Werbung sollte man sich schützen, sollte man sich fernhalten, oder auch die Transparenz sind eben auch wichtige Punkte. Also Werbe- und Verwaltungskosten ist ein wichtiges Thema, sie sind aber auch in angemessenem Umfang nötig und es gibt auch andere wichtige Bewertungskriterien. Und Sie haben den Tierschutz ja gerade schon angesprochen. Der hat es relativ leicht bei den Spenden, aber das haben Sie genau unter die Lupe genommen, zusammen mit Stiftung Warentest. Was kam da raus? Ja, also gerade weil der Tierschutz ein so populärer Spendenzweck ist, hat die Stiftung Warentest hier einen neuen Test unternommen und das zusammen mit uns. Und da muss man leider sagen, dass der Bereich des Tierschutzes deutlich weniger gut aufgestellt zu sein scheint in puncto Transparenz, in puncto Wirtschaftlichkeit, als etwa Themenfelder wie die Katastrophenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit oder auch der Umwelt- und Naturschutz, wo die Transparenz deutlich stärker ausgebaut ist. Also von daher kann ich nur empfehlen, in diesen Tierschutzbericht hineinzuschauen. Stiftung Warentest hat den Bericht im Internet freigestellt. Man muss also nicht dafür bezahlen und sieht dann eben, welche Organisationen förderungswürdig sind. Das sind durchaus auch einige im Bereich Tierschutz, aber halt leider weniger als in anderen Bereichen. Gut, dass Sie da Licht ins Dunkel bringen. Vielen Dank, Herr Wilke. Dankeschön.